Moin, ihr Murmeltiere. Wir sind zurück aus dem Winterschlaf. Es geht wieder los. Neuland Stories ist zurück und damit ein frohes neues Jahr. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Auch von mir ein frohes neues Jahr. Und auch von Pepsi. Hallo Pepsi. Okay. Baby, check. Guck mal, falsches Signal, trotzdem. Wir dachten, wir nehmen euch mal zum Jahresbeginn mit in den Schnee. Wir sind mittlerweile wieder im Süden von Deutschland. Wir hatten eine sehr lange Fahrt von Schleswig-Holstein bis hierher in den Schwarzwald und haben einfach mal die Feiertage komplett offline verbracht. Das erste Weihnachten nach 4 Jahren. Ja. Wieder mal zu Hause. 3 Weihnachten haben wir quasi entlang der Amerikas verbracht. Und das haben wir ausgiebig genossen. Eigentlich war der Terminkalender voll, aber mit Familien und Freunden und haben einfach die Feiertage ultra genossen. Silvester nur zu zweit Ja. und einem kleinen Raclette. Gefeiert und dann haben wir uns noch ein paar Tage Auszeit gegönnt. Ja. Und jetzt haben wir gedacht, mit dem neuen Jahr und dem neuen Schnee und der Kälte wird es Zeit, oder? Von unseren Plänen zu erzählen. Von unseren Plänen zu erzählen und den Chimney fertig zu bekommen. Ja, das ist einer der Pläne. Wir haben ein bisschen die Zeit offline ein bisschen für uns genutzt, aber auch um Pläne zu machen, ein bisschen was in diesem Jahr so ansteht und vor allen Dingen was jetzt am Anfang des Jahres ansteht und haben tatsächlich auch schon so die ersten Eckdaten uns ausgesucht und das schon alles dingfest gemacht und was das alles wird und wann und wo es hingeht, das erzählen wir euch nachher im Video. Gab auf jeden Fall einige individuelle Wünsche von uns, wo es hingehen soll und auch Möglichkeiten einfach, was wir machen können. Und jetzt ist es aber auch irgendwie was komplett anderes geworden, als wir gedacht haben. Aber es wird definitiv noch ein kleines Winterabenteuer von uns geben, weil wenn der Schnee in Deutschland schon mal da ist, muss man ihn nutzen. Das stimmt. Aber eher vermutlich im Van. Also wir müssen sagen, nach unserem letzten oder ersten Dachzelttest sind uns die kalten Temperaturen eher, Zumindest für den Start. zumindest für den Start, zu herausfordernd. Und deswegen wollen wir auf jeden Fall schnellstmöglich in den Süden. Das hatten wir, glaube ich, schon mal erwähnt. Aber ja, den Winter wollen wir irgendwie jetzt auch nicht auslassen, wenn er schon so schön ist mit so viel Schnee. Und deshalb werden wir das einfach mit dem Van machen. Und dann wird der kleine Flitzer gepackt. Es geht in die Wärme. Wir drehen jetzt hier noch eine schöne Runde mit Peps durch den Wald und genießen das frostige Wetter. Vielleicht kommt ja noch ein bisschen Neuschnee dazu die nächsten Tage. Und das nutzen wir dann in der Werkstatt, um noch ein bisschen am Jimny rumzuwerkeln, weil auf unserem ersten kleinen Mikroabenteuer ist uns nicht nur aufgefallen, dass die kalten Temperaturen vielleicht nicht das beste Szenario sind für so ein paar Tests oder erste Ausflüge, sondern auch ein paar Verbesserungssachen, die wir machen müssen auf jeden Fall und aber auch können. Und jetzt sind auch noch ein paar Sachen angekommen, wie der Kühlschrank und andere Zubehördinge. Da ist ja auch wieder eine riesige Welt, die sich dahinter verbirgt. Aber wir sind schon ganz schön weit. Also so viel ist es nicht mehr. Es darf auch nicht mehr so viel sein, weil... Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Nee, Aber ein bisschen was muss noch gemacht werden. definitiv. Definitiv. Den Herd querstellen will ich nicht mehr. Nee.
das war jetzt doch sehr, sehr kalt. Das Gute ist, der Chimney, der wärmt sich wirklich sehr schnell auf. Und wir haben natürlich auch noch Sitzheizung. Was für ein Luxus. Mittlerweile haben wir aber auch Lammfelle. Sprich, die Sitze sind gar nicht mal so kalt. Und man wärmt sich besser und schneller auf. Auch Das ohne stimmt. Sitzheizung. Das Können wir nur stimmt. empfehlen. Wir haben uns in die Arbeitsklamotten geworfen. Wir sind jetzt wieder in der Werkstatt und werden erstmal eine Liste schreiben, was wir alles machen müssen, weil die Zeit rennt. Zwischendurch sind wir immer mal noch auf Messen und dann geht es einfach schon los. Deswegen Übersicht behalten. Als erstes auf jeden Fall Küche anpassen, Deckel zusägen und die zweite Schublade wollen wir jetzt auch einen Deckel drauf haben. Und da müssen wir noch an den Seiten die Deckel ein bisschen anpassen, weil die beim Aufgehen mit den Scharnieren doch nicht akkurat passen. Das kommt noch drauf und dann zu guter Letzt kommt noch unser Kühlschrank rein. Der kam nämlich. Yay! Und wenn der Kühlschrank drin ist, dann können wir auch die finalen Maße nehmen, um die Hundebox auszumessen. Denn die fehlt natürlich auch noch. Aktuell haben wir unsere alte Stoffhundebox drin, aber wir wollen ja so eine feste da drin haben. Und da brauchen wir die genauen Maße. Wenn der Kühlschrank drin ist, dann kriegt Peppi quasi den restlichen Platz. Wir haben auf jeden Fall aufgegeben, Gesamtmaße von Anfang an zu nehmen. Deswegen warten wir, bis der Kühlschrank drin ist, um dann die Hundemaße durchzugeben, weil wir haben am Anfang ein Gesamtmaß genommen und letzten Endes hat nichts gestimmt und man musste alles nochmal anpassen. Naja, ungefähr wussten wir wenigstens, dass alles passt. Ja, ungefähr wussten wir es, aber Und wir nehmen auch die Hundeboxmaße, oder? ja, Nicht aber die dadurch, dass Hundemaße. die nicht von uns angefertigt wird, wäre es schon gut, wenn sie am Ende passt, oder? Ja. Bevor wir das jetzt aber gleich angehen, verrate ich euch noch, ihr müsst nicht mehr so lange warten, wo es für uns als erstes hingehen wird. Und zwar geht es jetzt als allererstes mal auf die CMT, die ist nämlich schon nächste Woche, die weltweit größte Reisemesse. Da sind wir schon sehr gespannt drauf und die ist Gott sei Dank bei uns ums Eck. Und dann geht es für uns nach Hannover auf die ABF ins Vanlife Camp. Da werden wir mit unserem Van in den Messehallen vor Ort sein, im Vanlife Camp. Und dann unter anderem auch einen Vortrag zu unserer Patagonia-Reise halten. Also schaut unbedingt mal vorbei. Vielleicht trifft man sich ja und dann können wir uns ein bisschen austauschen. Und dann danach gehen wir aber schnellsten Weges Richtung Süden. Und zwar ist das Ziel Portugal. Und davor werden wir auch noch einige Zeit und danach auch in Spanien verbringen. Und mit dem neuen Jahr wollen wir natürlich die Neujahresvorsätze nicht vergessen. Und deshalb wollen wir zwischendurch immer mal wieder Spanisch lernen und unser Spanisch auffrischen. Und das machen wir wie immer mit Rosetta Stone. Und wir finden es einfach wirklich genial. Es ist sehr einfach. Man lernt über echte Aussprachen und über Bilder sehr einfach über die App oder am PC und kann das relativ einfach in seinen Alltag integrieren und irgendwie zwischendurch ein bisschen Spanisch lernen. No he comprado ninguna ropa este año. Und gerade von unserer Panamerikaner-Reise wissen wir, wie viel entspannter und auch schöner das Reisen ist, wenn man ein paar Worte zumindest in der Landessprache kann, so nach dem Weg fragen oder einen Kaffee im Café bestellen oder ja einfach mal ein Hallo und Danke. Das ja, bringt einem selbst irgendwie viel mehr Freude und macht das Reisen definitiv entspannter und zu einem größeren Highlight. Aber es muss natürlich nicht unbedingt Spanisch sein, was ihr lernen könnt, sondern ihr könnt aus 25 unterschiedlichen Sprachen wählen. Oder ihr bestellt direkt das Lifetime-Abo, dann habt ihr auf alle 25 Sprachen euer Leben lang Zugriff. Und das Beste ist, wenn ihr über unseren Link bestellt, gibt es 60% Rabatt. Vielleicht habt ihr ja gerade zum Neuanfang des Jahres euch vorgenommen, was Neues zu lernen. Und warum nicht bestens auf die nächste Reise vorbereitet sein? Also scannt den QR-Code oder klickt auf den Link unten in der Beschreibungsbox. Da schreiben wir auch nochmal alle Informationen rein. Und dann Viel Spaß beim Lernen. Viel Spaß beim Lernen. Los geht's und wir müssen mal wieder alles auseinanderbauen. Ist das bei euch eigentlich auch so, wenn ihr ausbaut, falls ihr ausbaut, dass ihr alles dreimal auseinanderbauen müsst wieder, um Sachen nochmal zu ölen, zu lackieren? Oder haben wir eine falsche Methode? Ich glaube, wir haben die falsche Methode.
Jetzt. Eins. Auseinandergebaut ist es ja immer ziemlich schnell. Wir haben gesägt, geschmirgelt und sauber gemacht. Basti holt jetzt schon den Deckel, den wir noch kürzen müssen. Das haben wir auch schon ausgemessen. Und Vielleicht messen wir mal so. deswegen ist alles krumm. Ja. 2 Meter Maß ist nicht der beste, würde ich sagen. Oh, der ist super. Ich habe mir hinten eine kleine Ölstation aufgebaut und dann öle ich jetzt den Rest von dem Brett und Basti sägt hier den Deckel kurz. Und wenn wir schon mal die Öldose draußen haben, ölen wir natürlich auch noch hier den Kollegen. Und dann hätten wir eigentlich schon fast alles geölt. Kriegen wir das alles wieder so rein? Und finally kommt Bastis Lieblingsmaschine wieder zum Einsatz. Die Fräse. Eins. 2 Sachen können wir schon einen Haken dran setzen. Und zwar Küche anpassen und den Deckel zusägen. Haben wir beides gemacht. Liegt jetzt da hinten, geölt und muss noch austrocknen. Und als nächstes Deckel für die nächste Schublade haben wir auch schon gesägt. Jetzt müssen wir noch die Schublade dazu anpassen. Fräsen beziehungsweise. Und ja, wir freuen uns über genau diese Kleinigkeiten. Nice. Na gut, hier ist das Rad hier reingerutscht. So, wir kriegen langsam Hunger. Das heißt, die Konzentration lässt auch ein bisschen nach. Jetzt haben wir das Brett vorne nicht so ganz plan angelegt für die Fräse und es ist so am Ende so einmal so reingehupft. Das heißt, da ist jetzt so eine kleine Welle drin. Und bei dem Holz, wo wir es angelegt haben, da ist auch eine kleine Kerbe drin gewesen. Das heißt, Die haben wir jetzt auch hier oben. die haben wir jetzt auch oben drin. Man übernimmt alles 1:1 vom Unterbrett, vom Führungsbrett. Hätten wir bessere Führungsbretter aussuchen können, aber wisst ihr was? Wird schon gehen. Eigentlich kommen wir ziemlich gut voran. Jetzt fehlt eigentlich nur noch, wir müssen die Seitenteile noch ausbauen, die Deckel von den Seitenfächern und da eine ganz kleine Ecke abschneiden, damit sich das Holz unten nicht von dem Plastik wegdrücken lässt. Und dann haben wir eigentlich das, was wir uns aufgeschrieben haben, fast geschafft. Dann zeigen wir euch natürlich noch den Kühlschrank. Oh, ist da auch noch drin? Licht. Kann man sogar gebrauchen. Holla. Easy.
Super. Was Basti eigentlich meinte, ist, wir können hier einen Haken dran machen. Machen jetzt noch das und dann das. Und ja gut, die beiden sind natürlich schnell erledigt. Das waren die finalen Schnitte heute. Das wird jetzt noch geölt und dann muss das ein bisschen aushärten. Dann kommt alles wieder zusammen und dann kommt endlich der Kühlschrank rein. Das ist ein richtiges Schmuckstück. Und danach können wir dann die finalen Maße für den Hund nehmen. Hundebox. Für die Hundebox, nicht für den Hund. Und damit hätten wir auch unseren nächsten Punkt erledigt, denn es ist geölt, ist angepasst, damit sind die Seitenfächer auch erledigt. So, das Öl ist festgetrocknet, ausgetrocknet und das Holz ist wieder ready zum Zusammenbauen. Das machen wir jetzt schnell, bauen alles wieder ein. Ich hoffe, das geht auch schnell, so wie ich das sage. Okay, das erste Teil, was wir wieder dran setzen, ist vermeintlich das einfachste, denn wir wollen einfach das hier wieder ranschrauben. Aber uns ist ja eingefallen, dass hier oben jetzt so eine Lücke ist, da drüber. Und wir das eigentlich noch irgendwie abdichten müssen. Und wir haben uns so einen Dichtungsschlauch gekauft. Da soll nachher eigentlich das Kabel für unsere LEDs nach oben aufs Dach geführt werden und am Dach entlang. Wir haben aber so viel davon, dass wir jetzt gedacht haben, wir nehmen das einfach als Abdichtung für dieses Holz. Ist doch genial. Das ist auch so ein selbstklebendes Gummi, das kann man quasi einfach aufs Blech kleben. Ich glaube, das ist eigentlich für irgendwelche Ford-Fahrzeuge als Türdichtung irgendwas. Keine Ahnung. Wird entwendet. Fremdzweck, zweckfremdet. Zweckentfremdet. So. Entzweckfremdet. Svenny machen Sprichwörter. Basti Edition. Tick zu kurz. Ich finde es nicht schlecht. Er findet es nicht schlecht. Hat so semi-gut funktioniert. Ich glaube, es ist einfach viel zu kalt für den Kleber. Aber es ist jetzt hier oben dicht. Man kann zumindest kein Wasser reinlaufen, wenn man die Tür aufmacht. Next. Man braucht auch gar kein größeres Brett. Easy peasy. Lemon squeezy. Das ging auch richtig gut. Es ist zwar jetzt nicht mehr ganz symmetrisch in diesem Fach drin, was mein Auge so ein bisschen stört, aber es passt. Doch, das ist cool. Worauf wir halt alles achten mussten, ist, dass die Schublade noch zugeht, auch wenn der Herd ein bisschen weiter vorne steht. Das tut es, damit die Klappe noch ganz aufgeht, denn die geht immer so ein bisschen weiter nach hinten, als der Herd an sich ist. Und das, was wir jetzt vor allen Dingen neu gemacht haben, ist, dass wir vergessen haben, dass der Schlauch an der Seite durch dieses Eckstück natürlich noch weiter rausgeht. Das haben wir leider am Anfang nicht berechnet, aber das passt jetzt auch. Und jetzt kann der Schlauch an der Seite raus und hinten rum. Oder oben raus, je nachdem, wo wir die Gasflasche hinpacken. Premium. Nice. Numero dos. Numero dos. Das erste Mal. Das ist immer das erste Mal, ne? Ich bin richtig happy mit dem Ergebnis. Mega viel Platz. Kann man nach hinten schieben, kommt an Material dran. Doppelte Ablage. Hier noch eine Ablage. Jetzt muss man sich nur noch die Sonne unter Portugal und Spanien vorstellen. Wenn man dann draußen ist, die kocht. Okay, das ist die nächste Anpassungsidee, die funktioniert hat. Wir haben jetzt eine Eckküche. Richtig cool. Das heißt, also wir haben diesen zweiten Deckel noch zugesägt. Das ist schon richtig cool. Jetzt kommen uns natürlich wieder die nächsten 2, 3 Ideen, ob wir noch so einen Gasflaschenhalter bauen oder. Aber das kommt alles noch nicht. Step by Step. Das ist Step by Step und das ist nicht das Wichtigste. Weil wieder einmal ist es so, man lernt es nur bei der Benutzung. Stimmt. Man kann sich davor noch so viele Sachen ausdenken. Am Ende weiß man es erst, wenn man es benutzt hat, was man machen könnte. Absolut richtig.
Weil wir dachten jetzt nämlich auch, wir brauchen keinen Deckel auf der zweiten Schublade. In der Benutzung, zack, braucht man doch. Ja, und jetzt haben wir einen Deckel. Sehr gut. Apropos Deckel, jetzt basteln wir die 2 Seitenfächerdeckel wieder dran. Und dann hoffen wir, dass die auch auf und zuklappen, ohne dass sie sich vom Plastik wegdrücken. Und dann wäre das cool, weil dann haben wir alle Ideen, die wir hatten, wieder zusammengebastelt. Stellt euch die schwebend leicht vor, weil eigentlich verbauen wir nur leichtes Material. Den einarmigen Winkelanschrauber. Das ist so anstrengend. Ich habe nicht viel Platz. Ich weiß jetzt leider auch überhaupt nicht, ob ich hier Alles verrenkt. an der richtigen Stelle bin. Das weiß ich auch nicht. Seitenfächer sind drin. Nicht 100% perfekt, aber 95%. Ja, da hat es jetzt nicht ganz so gut geklappt. Aber wir testen das jetzt einfach erstmal mit unserem Kühlschrank. Kühlschrank, Leute. Nicht schieben. Dann steht er jetzt wieder schräg. Das ist unser neues Schmuckstück. Wir haben uns für einen Schubladenkühlschrank entschieden. Ich glaube, wir haben das schon mal erzählt, dass wir das vorhaben. Und jetzt haben wir von dem lieben Matthias, der uns schon richtig, richtig lange folgt und uns auch schon in der Werkstatt in den USA und auch in Kolumbien so viel ausgeholfen hat mit Ersatzteilen und Beratung. Und wir, glaube ich, nicht wissen, ob wir ohne Matthias bis nach Ushuaia gekommen wären. Also wir stehen in seiner großen Schuld und jetzt hat er uns einfach hier, weil er den einfach noch über hatte, diese Dometic-Schublade geschenkt. Wir haben ihn auch zu Weihnachten besucht. Wir waren auf dem Weg zu Bastis Eltern. Das lag auf dem Weg sein Zuhause, haben wir bei ihm vorbeigeguckt und mit ihm gefrühstückt. Und es war ein richtig nettes Treffen und wir sind super, super dankbar, dass wir diese Hilfe von Matthias aus der Community bekommen haben. Das wissen wir einfach ultra zu schätzen und deshalb geben wir jetzt auch besonders Acht auf dieses Schätzchen. Und überlegen jetzt mal, wie wir den befestigen. Aber es sieht schon mal gut aus, auch mit den Seitenklappen funktioniert richtig gut. Und hier ist dann noch genügend Platz für Peppis Box. Danke, Matthias. Okay, Kabel sind verkabelt, haben wir mit Vago-Klemm gemacht, beste. Die tapen wir gleich noch ab, aber das testen wir natürlich erstmal. Haben jetzt quasi hier so einen Kfz-Stecker, der ist sowieso noch frei bei unserer Powerstation. Hat eine 20 Ampere Sicherung drin. Und jetzt testen wir das mal, ob der Kühlschrank angeht, wenn wir das dran packen. Oder ob es alles explodiert. Powerstation an. Jetzt kommt der Kfz-Stecker an. Geht an. Läuft. Und jetzt gucken wir mal, wie viel Strom der zieht vorne beim Angehen. Also jetzt frisch angemacht, aber bei kühlen Temperaturen verbraucht er gerade aktuell so zwischen 29 und 34 Watt. Und damit hätten wir jetzt bei 82% Powerstation-Ladung einen Tag. Ja, aber das ist halt noch komplett, also jetzt ja. fährt er es hoch, ist noch keine Sachen drin. Ja, wir haben keine Solarpanel dran. Das hätten wir ja auch theoretisch noch, wenn die Sonne scheint. Also es bleibt spannend. Es wird, wie wir die Stromnutzung, die Strombalance hinbekommen, wird auf jeden Fall eine spannende Sache, weil wir da irgendwie, können es halt überhaupt nicht sagen, wie warm, also es wird eher tendenziell ja wärmer im Auto als im Van, weil hier ja nichts isoliert ist, nebendran sind Scheiben, sprich, wenn wir in der Sonne steht, wird es einfach direkt warm.
stehen wir nicht in der Sonne. Ja. Ja, das ist halt das, was wir rausfinden müssen, wie wir am besten mit allem auskommen. Das Gute ist, wir können die Station während der Fahrt laden und mit dem Solarpanel. Und das Solarpanel hat ja ein langes Kabel, sprich wir können im Schatten stehen. Das Solarpanel steht in der Sonne. Korrekt. 52,2. Looks pretty good. Das heißt, Kühlschrank ist drin, Maße für die Hundebox sind genommen und wir haben die To-Dos für diese Woche abgehakt. Svenny, High Five. Oh, das sind 6. Warte. Diese Woche hat Spaß gemacht. Wir haben alle To-Dos geschafft, die wir uns vorgenommen haben. Sprich, die Abfahrt kann näher rücken, sie kann kommen. Aber ihr wisst ja, man weiß ja nie. Aber es sieht doch sexy aus, oder nicht? Ja. Ich finde es richtig cool. Sexy. Sehr gut. Sagt man doch so. Ja. Emoji der Woche ist auf jeden Fall ein Haken, eine Checkbox. Ich glaube, es gibt mehrere. Grün, schwarz, egal. Welche Farbe euch beliebt, welche ihr findet. Abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr auf keinen Fall, Wie es nächste Woche weitergeht. wie es nächste Woche weitergeht und überhaupt, dass wir mit dem Fahrzeug Richtung Süden fahren. Das wird spannend. Leute, das wird richtig, richtig spannend. Und da kommt eine ganze Menge demnächst auf uns alle zu. Ja. Das können wir versprechen. Und dafür jetzt schon mal ein Support jetzt in die Kommentare. Und wir sehen uns nächste Woche. Danke. Danke. Ende.